Während die Grafikkartenpreise immer weiter explodieren, sieht die Lage bei den Notebooks nicht ganz so dramatisch aus. Im Gegenteil, hier gibt es richtig gute Gesamtpakete mit einem ziemlich humanen Preis-Leistungs-Verhältnis. Um gleich zu Beginn ein bisschen das Testfazit dieses formschönen Apparates zu spoilern. Es handelt sich um ein HP Victus 16 mit einer RTX 3060 als Grafikeinheit, einem 6-Kern-Prozessor Ryzen 5 5600H und einem 16 Zoll großen 144 Hz Display mit Full HD Auflösung. Drinnen stecken außerdem eine 512 GB große SSD und 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher. Weniger sollte es wirklich nicht mehr sein, mehr ist aber auch nicht nötig und würde ein Gaming Notebook nur unnötig teurer machen. Alternate hat uns das gute Stück zum Testen überlassen, das wir auch hiermit verlosen dürfen. Genau, einer von euch kann dieses Gaming Notebook gewinnen. Dazu müsst ihr lediglich Abonnent dieses schönen Kanals sein und im Video nachzählen, wie oft das Victus-Logo, also das V, hier im gesamten Testvideo auftaucht. Dieses Mal noch nicht mitgezählt. Ihr zählt die Vs also erst ab jetzt. Dann klickt ihr auf den Link in der Beschreibung, dort tragt ihr die Lösungszahl und euren YouTube-Namen und eure E-Mail-Adresse ein und ihr habt ein Los im Topf. Einen Monat später dann hat einer von euch eine vorgezogene Weihnachtsbescherung. Aber zurück zum Notebook. Dafür, dass in dieser Preisklasse schon hier und da Kompromisse gemacht werden, ist die Anschlussausstattung schon recht brauchbar. Insgesamt 4 x USB 3.0, davon eine als Typ C, ist schon mal nicht schlecht. Außerdem dabei HDMI 2.1 und eine LAN-Buchse. Die USB-C-Buchse bietet zudem DisplayPort 1.4, mit einem entsprechenden Adapter oder Kabel kann man auch darüber einen Monitor anschließen. Die Lautsprecher kommen mit einem Branding von Bang & Olufsen. Das an sich muss nicht unbedingt was heißen, aber viele Notebooks liefern hier nur eine Telefonhörerqualität ab. Während dieses hier zwar keine Soundanlage ersetzt, aber man dank des runden, satten Klangs beim Filmschauen auch kein Ohrenbluten bekommt. Das Notebook wiegt insgesamt 2,5 Kilo und zusammen mit dem Netzteil, das nochmal ein halbes Kilo wiegt, ist der Schinken gerade so noch rucksacktauglich. Auch sind die Maße eines 16-Zöllers noch einigermaßen kompakt. Es ist nur ca. 2,5 cm dünn, 37 cm breit und 26 cm lang. Das Victus wird bei Alternate ohne Windows ausgeliefert. Mag für manche ein Nachteil sein, aber der versierte Anwender freut sich, wenn es einerseits nicht den vollen Aufpreis einer Lizenz kostet, eventuell liegt noch eine rum oder man kann recht günstig eine dazu kaufen. Entscheidender ist der Vorteil, ihr habt volle Kontrolle darüber, was auf den Rechner draufkommt. Wir haben für den Test Windows 11 installiert, wir empfehlen außerdem das Omen Gaming Hub von HP, das dann bestimmte Leistungsprofile fürs Victus bietet, also entweder Vollgas fürs Gaming oder Strom spart und Lüfterlärm reduziert. Kommen wir zur Gaming-Leistung. Dafür ist die RTX 3060 von Nvidia hier hauptsächlich verantwortlich. Gleich vorneweg, 3060 ist nicht gleich 3060. Ähnlich wie bei den Desktop-Grafikkarten gibt es hier unterschiedliche Konfigurationen seitens der Hersteller, wie viel Watt der GPU genehmigt wird, was an die jeweilige Kühlleistung des Notebooks angepasst ist. Die RTX 3060 im Victus schluckt maximal 95 Watt. Das ist nicht das höchste Leistungsbudget für die 3060, aber ein guter Effizienzkompromiss. Was das für die Spielepraxis bedeutet, haben wir natürlich nachgemessen. Cyberpunk 2077 ist nach wie vor ein fordernder Raytracing-Titel. Mit einer RTX 3060 darf man hier einige Kompromisse eingehen. Auf nativer Full-HD-Auflösung braucht es bei aktivem Raytracing auf jeden Fall DLSS. Damit lässt sich das Spiel noch immer mit ca. 50 FPS stemmen, je nach Szene natürlich. Flitzen wir auf dem Motorrad durch die Straßen, kommen wir nur noch auf ca. 35 FPS. Schalten wir Raytracing lieber aus und genießen mit DLSS eine geschmeidige, doppelt so hohe Framerate. Deutlich flüssiger laufen da schon genügsamere Shooter wie etwa Call of Duty Warzone. Dank des 144 Hz Displays ist das Notebook auch absolut shootertauglich. Wir kommen in Warzone selbst mit hohen Grafikdetails gut dreistellig auf um die 100 FPS. Im festen Benchmark-Parcours kommen wir sogar auf 115 FPS ohne große Schwankungen. Das ist gerade in Shootern wichtig, dass die FPS nicht die ganze Zeit variieren. Unser Minimum beläuft sich hier auf ca. 90 FPS. Ein hingegen friedlicheres Autorennen wie etwa in Forza Horizon 4 bestreiten wir mit dreistelligen FPS. Im Durchschnitt sind es hier 129.
Das zeigt auch, dass sich das 144 Hz Display wirklich lohnt, selbst mit einer Mittelklasse-Grafikeinheit RTX 3060. Abgesehen vom Spielen ist der Rechner auch für anspruchsvolle Anwendungen brauchbar. Das erkennen wir etwa am Multiscore vom Cinebench. Der Ryzen 5 5600H ist etwa so stark wie ein 2 Generationen alter Intel Core i9 oder ein Desktop 8-Kerner Ryzen 7 1700X. Beim Notebook kommt es nicht nur auf die Rechenleistung an. Mindestens genauso wichtig ist etwa das Display. Die bereits genannten 144 Hz sind schon mal ein großer Pluspunkt. 60 Hz hätten wir hier wirklich bemängelt. Nun war es früher so, dass das Display entweder schön oder schnell ist. Die Zeiten sind vorbei, was wir mit dem Colorimeter auch hier bestätigt bekommen. Zunächst freuen wir uns über die 300 Candela pro Quadratmeter an Maximalhelligkeit, während der Hersteller hier nur 250 nennt. Das IPS-Panel ist nicht nur farbstark und blickwinkelstabil, sondern kann auch ein brauchbares Kontrastverhältnis von 1000:1 vorweisen. Auch die Full HD-Auflösung ist hier absolut schlüssig. Mit WQHD oder gar 4K sollte man die RTX 3060 nicht unbedingt quälen. Und auf der Diagonale von 16,1 Zoll ist die Pixeldichte noch immer hoch genug. Die 136 Pixel pro Zoll sind noch immer mehr als etwa WQHD auf 27 Zoll, was ca. 108 Pixel pro Zoll ergibt. Damit halten wir das Display für sinnvoll gewählt für so ein Gaming-Notebook aus der Mittelklasse. Noch ein Wort zu den Temperaturen und der Kühlleistung. Die CPU meldet beim Rendern Temperaturen von gut über 90 Grad, was zwar viel klingt, aber nicht unüblich oder gar dramatisch ist. Zum einen kann das die CPU ab, zum anderen kommt eine CPU-Volllast in der Praxis eher selten vor, erst recht nicht beim Gaming. Hier limitiert in der Regel die GPU, die sich bei absolut unkritischen 73 Grad einpendelt. Dazu wird das Notebook nicht mal übermäßig laut. Während größere Geräte gerne mal das Abheben eines Düsenjets simulieren, ist es beim Victus 16 eher ein hörbares, aber seichtes Meeresrauschen. Viel wichtiger aber, ohne Last, etwa beim Surfen und beim Arbeiten auf dem Desktop, bleibt der Lüfter aus oder läuft nahezu unhörbar langsam. Kommen wir zur Akkulaufzeit, die beim Gaming Notebook eher zweitrangig ist, da man sowieso nur in Steckdosenreichweite zocken sollte. Aber vielleicht möchte man ja aus Versehen mit dem Notebook unterwegs arbeiten. Der Akku ist mit einer Kapazität über 70 Wattstunden wie fast alles im Gerät mittelmäßig bis gut dimensioniert. Wir testen die Laufzeit mit einer praktischen Stichprobe in der Anwendung PC Mark 10. Dort lassen wir das Szenario Modern Office laufen, welches etwas Surfen, Videochat und Office-Arbeiten simuliert. Das Display ist auf halbe Helligkeit, die Tastaturbeleuchtung aus und WLAN entsprechend aktiv. Wir kommen hier auf eine Laufzeit von fast 6 Stunden. Ein relativ gutes Ergebnis für die Kapazität und das große helle Display. Wer weniger skypt und das Display noch dunkler dreht, kann die Laufzeit in der Praxis sicher noch etwas strecken. Unser Fazit: gutes Gerät, über das es kaum etwas zu meckern gibt. Die Mittelklasse-Ausstattung hat HP hier konsequent auf ganzer Linie durchgezogen, ohne dass hier irgendetwas unter- oder überdimensioniert ist. Klar muss diese durchgehende Mittelmäßigkeit nicht jedem schmecken, spezielle Ansprüche werden damit einfach nicht bedient. USB 3.0 ist zwar ganz brauchbar, aber es gibt schon schnellere Versionen 3.1, 3.2 oder auch Thunderbolt. Das Gewicht von 2,5 Kilo ist nicht etwas, was man jeden Tag im Rucksack mit sich herumschleppen möchte. Aber jedes Notebook ist irgendwo ein Kompromiss aus den Eigenschaften leicht, leistungsfähig und preiswert. Das Victus 16 scheint hier jedenfalls genau in der Mitte dieses Dreiecks zu liegen. Na, habt ihr beim Victus-Logo auch brav mitgezählt? Das hier ist übrigens die letzte Einblendung des Vs. Die Zahl merkt ihr euch und klickt jetzt schnell auf den Gewinnspiel-Link in der Beschreibung und auch auf den Abo-Button, falls nicht schon längst getan. Dann ist dieses schöne Gerät von Alternate vielleicht noch vor Weihnachten bei euch. Viel Glück euch und bis zum nächsten Video.